Für mich in einem Wort bedeutet Palfinger Zuverlässigkeit. Ja, die Geschichte begann mit einer Gemeinderatssitzung in Tübingen. Da hat unser Boris Palmer, Oberbürgermeister in Tübingen, entschieden, dass Tübingen energiebedingte CO2-Emissionen bis 2030 eliminiert. Das hat uns inspiriert. Dann haben wir gesagt, Mensch, wir sind eine alteingesessene Firma mit über 30 Niederlassungen im Baustoffhandel, der Handwerkerversorger Nummer 1 in Baden-Württemberg und Bayern. Das wollen wir und das können wir auch. Und dann haben wir begonnen. Wir haben ein Kaizen-Team, welches insgesamt im Unternehmen ständige Verbesserung voranbekommt. Und beispielsweise ist unser Kaizen-Team trainiert, Verschwendung zu eliminieren. Herzlich willkommen im Kaizen-Büro. Kaizen ist ja die Philosophie der kleinen Verbesserungen, kleinen Schritte, die uns dann dazu helfen, ein großes Ziel, nämlich die Klimaneutralität bis 2030 in dem Fall zu erreichen. Ja, die Leute mitzunehmen, die Kultur dafür zu schaffen. Ja, also einen Prozess zu verbessern, einen Ablauf zu vereinfachen, ist relativ einfach, wenn man eine Gruppe hat an Spezialisten, die sich damit auskennen, aber dann anschließend das in die Realität auch umzusetzen und es nachhaltig auch zu verändern, ist das Spannende. Und da brauchst die Kultur in der Firma, da brauchst du die Mitarbeiter, da brauchst du Herz, Bauch und Verstand dazu. In der Analyse, wo denn im Unternehmen unser CO2-Ausstoß entsteht, kam heraus, dass 52% von der Logistik kam. Ich hatte dann einige schlaflose Nächte und ich hatte es vorher gesagt, ich würde mich beschreiben, ich bin einer, der macht mal, auch wenn es noch nicht spruchreif ist. Und ich wollte nicht warten, bis irgendwie E-Mobilität verfügbar ist. Und so kam dieses Projekt eDrive-Kran mit Biomethan LKW zustande. Und das haben wir mit Palfinger realisiert. Ja, wir sehen hier einen Iveco CNG LKW. Also da haben wir schon die erste kleinere Innovation, einen mit Erdgas betriebenen, emissionsarmen LKW. Und die Spezialität an diesem Fahrzeug befindet sich tatsächlich am Heck des Fahrzeugs. Wir haben dort den Palfinger Tech 7 Kran 29.000er Baureihe mit eDrive, also voll elektrischem Antrieb. Das heißt vom Verbrennungsmotor entkoppelter Antrieb, völlig autark und wirklich eine tolle, innovative Sache und eine große Hilfe auf dem Weg, unsere Ziele zu erreichen. Unser Denkansatz kam eben daher, dass wir gesagt haben, wir wollen lärmarm auch im Wohnbestand anliefern. Und da ist natürlich der eDrive eine riesengroße Hilfe, weil dieser Ladekran betrieben wird, ohne dass der Verbrennungsmotor des LKWs dafür hergenommen wird. Und dadurch haben wir eine deutlich leisere Lärmemission bei der Anlieferung. Persönlich gehe ich davon aus, dass vor allem im öffentlichen Bau, in Innenstädten, in Ballungszentren auch die Anforderung kommt, der klimaneutral anliefern kann, der macht das Geschäft und wir bereiten uns da akribisch drauf vor. Es gibt einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen. Ich möchte erzählen, dass wir schon seit vielen Jahren, wahrscheinlich schon seit über 10 Jahren, unser Öl nicht jährlich wechseln. Wir sind schon früh aus dem Gedanken raus, dass wir kein Öl verschwenden wollen, dahingehend mit den Palfinger-Partnern umgegangen, dass wir gesagt haben, bitte Öl analysieren, wir wechseln nur im Bedarfsfall. Ja, also die Vorteile liegen auf der Hand und es stimmt, wie es der Huber schon erwähnte, wir haben schon in der Vergangenheit mit der Ölanalyse begonnen, setzen natürlich jetzt verstärkt auf die Produkte aus dem Hause Palfinger. Wir haben eine Standzeit von theoretisch bis zu 5 Jahren bei den Ölen, die vorher stupide jährlich ausgetauscht wurden. Also kann man sagen, im Faktor 5, ist die Einsparnis. Und wenn man von einer Öltankfüllung von 300 Liter ausgeht, kann man sich das hochrechnen. Das heißt, wir haben in einem 5-Jahres-Zeitraum nicht 1500 Liter Hydrauliköl, sondern brauchen derer nur 300. Und das ist natürlich eine immense Kostenersparnis einerseits und dass Altöle eine sehr, sehr schlechte CO2-Bilanz haben, das versteht sich von selbst.
Wir haben beispielsweise im letzten Jahr die größte Photovoltaikanlage von Tübingen auf unser Betonwerk gebaut, sodass unser Betonwerk ganz viel mit eigenem Strom arbeiten kann. Wir haben alle Niederlassungen auf Ökostrom umgestellt und dann sind es ganz viele auch kleine Maßnahmen, die unsere Energiescouts im Unternehmen finden. Wir haben in ganz vielen Räumen, sei es unsere Theke, unsere Ausstellungsräume, unsere Büros, haben wir Leuchtstoffröhren rausgedreht, weil wir gesagt haben, oftmals wird das Licht überhaupt nicht benötigt, haben auch unsere Kollegen natürlich dann gefragt, lässt sich so noch sicher arbeiten, und keiner hat wirklich einen Unterschied gemerkt, und da hat man schon angefangen zu sparen. Und wenn man dann einfach einen Standard schreibt, mit den Kollegen ein bisschen spricht, mal einen Workshop macht, Ideen sammelt, Brainstorming beginnt, dann kriegt man viele Punkte raus, die wirklich leicht umzusetzen sind. Also klar, eDrive-Kräne sind absolut erstrebenswert aus den bereits genannten Gründen, und was für uns natürlich auch ganz interessant wird, aus exakt denselben Gründen ist die elektrische Transporttechnik Stapler, ferngesteuerte Lösungen oder Vierwegestapler, Mitnahmestapler. Das sind für uns ganz wichtige Dinge, die wir herbeisehnen, dass die am Markt verfügbar sind. Und klar, am Ende könnte eine Fahrzeugflotte, die komplette Entladetechnik könnte emissionsfrei laufen, und das wäre natürlich schon absolut unser Ziel, dass wir das schnellstmöglich erreichen.